Okay. Scheiße, übergekocht. Oh shit. Da kommt aber auch mehr raus als nur Flüssigkeit. Gas gegeben hast du dir dann Ich hatte Gas gegeben, weil ich irgendwie ein komisches Gefühl damit hatte. Nee, aber nicht mehr das hier. Das ist Öl. Scheiße. Ich mach mal Zündung aus hier. Ich weiß gar nicht, wo das rauskam. Das Öl. Ja. Ah, stimmt. Wenn der abgeht. Okay. Ich bin den so leicht ab. Ach, der ist jetzt zusammengenäht. Ja, den brauchen wir doch eh nicht. Was für eine Sonne? Dann nehmen wir meinen noch dazu. Na, und den anderen, den ich auch noch habe. Hoffentlich reicht das. Ja, wird schon reichen. Ich ziehe sie noch zurück. So, wo? Ne, das ist hier oben. Das war nicht schön für dich, aber ist, glaube ich, der weit entfernteste Punkt, wo dir auch nichts bricht. Und wenn wir den jetzt komplett aufmachen würden, hätten wir ein langes Band. Aber dann müsste ich die zusammenknoten. Naja, und hier trete ich dann drauf. Dann sollte es so gehen. Du kannst langsam losfahren. Ja, ja. Boah, Alter, ist das beängstigend schnell. Das reicht so. Bloß nicht schneller. Schön konstant. Das ist doch ein guter Platz hier. Das ist wirklich ulkig mit dem Kühlflüssigkeitsbehälter. Kann man den langsam öffnen? Ja, sieht irgendwie ölig aus. Ich glaube, starten wäre jetzt nicht nochmal gut. Hat sie eine Motorleuchte an oder sowas? Nee, gar nichts ging an. Wirklich gar nichts auf diesem Cockpit hier passiert. Hat mir nichts angezeigt. Bleibt plus ADAC. Dass Ja. die einen dann abschleppen. Ich rufe die gleich mal an und dann schauen wir mal, dass die hierher kommen. Also ich bin so froh, dass wir noch ADAC-Mitglied sind. Sonst wäre das nicht so reibungslos abgelaufen. Online die Schadensmeldung gemacht. 10 Minuten später kam der erste Anruf und eine Stunde später war auch schon der Mitarbeiter da, um Cosmo abzuschleppen. In der Werkstatt habe ich sofort einen Mietwagen bekommen, mit dem ich jetzt zum Maxi-Ride durchfahren kann. Und nicht nur das, auch auf dem Heimweg nach Hause vom Maxi-Ride bekomme ich auch noch mal einen Mietwagen. Und das alles kostenfrei. Also richtig, richtig cool und unkompliziert. Zu Hause angekommen heißt es dann erstmal den Motor auseinandernehmen. Ich habe noch keine Ahnung, was alles kaputt ist. Ich muss halt auch sagen, ich bin Elektriker und kein Mechaniker.
Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass die Zylinderkopfdichtung gewechselt werden muss. Denn sonst hätte sich das Öl mit der Kühlflüssigkeit nicht zusammengemischt. Mal gucken, was dann noch so auf mich zukommt. Jetzt heißt es aber erstmal auf zum Maxi-Ride und auf in ein geiles Wochenende. Das Z800 Clubmobil ist wieder abgegeben. Diesen Aufkleber merke ich mir, das kommt erstmal bei uns aufs Auto rauf. Jetzt geht's wieder zu zweit mit der Dicken weiter. Der Maxi-Ride ist geschafft. Jetzt ist auch schon wieder eine Woche vergangen und ich melde mich aus der Garage mit meinem Motorrad. Das wurde nämlich doch schneller als in 3 Wochen geliefert. Es kam schon nach 3 Tagen an. Das einzige Problem ist, es wurde vermutlich hier über den Sturzbügel verzurrt und der ist gebrochen. Was ich aber heute eigentlich machen möchte, ich möchte die ersten Schritte angehen, wie ich denn mein Motorrad wieder repariere. Ich hatte ja jetzt einige Zeit gehabt, um mir Gedanken dazu zu machen. Ich habe glücklicherweise ein Service Manual von der Husqvarna TE 630 gefunden. Diese Husqvarna hat genau denselben Motor verbaut, der auch hier verbaut ist. Und in dem Manual wird ganz genau beschrieben, wie man diesen Motor auseinander nimmt. Und das sind bestimmt 500 Seiten. Aber mit diesem Manual komme ich auf jeden Fall schon mal viel, viel weiter. Mit was fange ich denn heute überhaupt an? Also ich habe mir überlegt, ich werde als erstes mal das Öl ablassen, mir anschauen, wie das Öl aussieht, wie die Ölablassschraube aussieht, ob dort grobe Metallpartikel dranhängen oder nicht. Ich werde auch mal den Motor einmal durchdrehen am Hinterrad, weil vielleicht ist er doch irgendwie fest geworden. Also werde ich einfach mal per Hand das Hinterrad durchdrehen und schauen, ob sich denn alles noch bewegt. Und ich schaue mir auf jeden Fall mal die Zündkerze an, wie die denn so aussieht. Und dann mal gucken. Dann schauen wir doch mal, ob sich der Motor noch drehen lässt. Ich schalte mal den 6. Gang. 6. Gang ist drin. Und ja, der Motor bewegt sich. Der Kolben ist also nicht fest. Das war auf jeden Fall gerade eine ganze Menge Wasser. Sieht auch sehr ölig und wässrig aus. Also man sieht so richtig diese Öltropfen, die dort in dem Wasser umherschwimmen, wie so kleine Fettaugen. Bisher kommt hier nicht viel raus. Das ist der ersten Schraube, es gibt 2 Schrauben. Also da ist jetzt schon mal mehr Öl dabei, so wie es eigentlich sein soll. Aber selbst das Öl hat eine komische Verfärbung. Man sieht hier so ein bisschen diese Streifen. Also ich hoffe, dass man es auch später im Video sieht. Aber hier ist eine ganze Menge Wasser dabei. So, hier sieht jetzt die Ölablassschraube aus. Gar nicht mal so schlecht. Also ich sehe hier keine großen Partikel. Ist aber schon eine ganze Menge Späne dran. Aber halt nur feines Zeug, größtenteils. Ich muss halt sagen, der letzte Ölwechsel, der ist gerade mal 1000 Kilometer her. Wenn überhaupt. Dafür ist dann schon wieder recht viel Späne. Aber alles nur fein. Nur feine Späne. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass das halt ganz in Ordnung ist. Also kein schlechtes Zeichen. Aber am Öl, da war auf jeden Fall eine ganze Menge Wasser. Zu guter Letzt kommt jetzt noch der Ölfilter, der sitzt hier.
Das sind kleine, so funkelnde Partikel. Scheiße. Und wenn ich hier jetzt reingucke, sehe ich auch diese kleinen Partikel. Das ist alles Metall. Da. Ich hoffe, man erkennt es irgendwie. Ich mache jetzt noch mal ein Foto mit dem Handy. Das sieht schon sehr metallisch aus. Ich glaube, das da oben sind irgendwelche Blasen. Aber ab und zu sieht man doch schon mal so ein Metallpartikel schimmern. Ich habe jetzt die Verkleidungsteile abgebaut und hier sitzt jetzt die Zündkerze. Ich ziehe erstmal den Zündkerzenstecker ab. Das ist immer noch so eine enge Sache. Mir fehlt halt die Viertelverlängerung. Gut, ja, ich muss das Teil also auch noch abbauen. Erstmal macht sie keinen schlechten Eindruck. Sie ist zumindest nicht weggeschmolzen. Aber die ist nass wie Sau. Die ist super nass. Schließe ich mein kleines Fazit aus der Sache. Also das Öl ist definitiv mit Kühlflüssigkeit vermengt. Das wird daran liegen, dass die Zylinderkopfdichtung kaputt ist. Das Öl war aber auch voller Metallspäne, was wiederum darauf schließt, dass der Kolben und der Zylinder definitiv kaputt sind und getauscht werden müssen. Die Zündkerze, die war feucht aufgrund des Kühlwassers und das wird auch der Grund gewesen sein, weshalb der Motor unterwegs überhaupt ausging. Ja, also der nächste Schritt wäre jetzt aus meiner Sicht, dass ich mich mal bis zum Ventildeckel oben voran arbeite, dort einen Blick reinwerfe, aber von dort aus muss ich ja einfach noch tiefer rein, bis ich dann den Zylinder und den Kolben sehe.